In diesem Video geht es darum, dass wir das Debuggen zeigen. Einmal auf einer Survey, dann später im Run und dann nochmal in einer Tagebuchstudie. Was wir hier sehen, ist die Datei PLM BFI 2 mit Normen, die ich im Moment gerade nur mit Microsoft Excel geöffnet habe. Der Fragebogen an sich ist natürlich schon fertig und jetzt geht es darum, Fehler zu finden. Dafür baue ich jetzt eine zweite Zeile ein, die den Type Calculate bekommt und der Name ist Debug. Die 3 Spalten Domäne, Polung, Facette sind für Form R erstmal völlig egal. Da sie nicht den Namenskonventionen von Form R entsprechen, werden sie völlig ignoriert. Sie sind nur für mich, damit ich sehen kann, welche Items später welcher Skala angehören. Hier sind dann auch die Werte der Polung und Domäne zu sehen und ich stelle dabei fest, dass einige der Variablen falsch benannt sind, deswegen ändere ich das natürlich noch. Ich füge dann noch ein Label für die Frage Debug hinzu, welche für einen Calculate-Typ aber eigentlich gar nicht notwendig ist. Dann trage ich bei der Value-Spalte eine 1 ein, um zu sagen, dass es ein Debug-Modus sein soll, also dass ich quasi testen möchte. Sollte ich nicht testen wollen, dann würde ich den Wert 0 eintragen. Ich füge diese beiden Informationen als Kommentar ein und schreibe darunter dann die 1, da ich im Moment auch tatsächlich testen möchte. Ansonsten enthält die Datei noch nicht eine einzige Debug-Funktion, die ich aber jetzt nach und nach einbauen werde. Eine erste Seite einer Umfrage kann sehr leicht getestet werden, da klickt man einfach an. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass diese Seite fehlerfrei ist und trage im Show-If ein, dass die erste Seite nur gezeigt werden soll, wenn sie nicht im Debug-Modus ist. Das heißt also quasi Debug gleich 0 ist und dann wird das Ganze angezeigt. Da ich nicht ganz genau weiß, ob Debug in Form R als Text oder als Zahl gespeichert wird, schreibe ich noch die S-Numerik-Funktion drumherum. Das mache ich jetzt auch für alle anderen Texte auf dieser Seite und wenn auf einer Seite keine Texte zum Anzeigen sind, dann wird die Seite auch nicht angezeigt. Dementsprechend brauche ich mich um den Weiter-Button, also den Submit-Button, nicht zu kümmern. Ich trage auch nichts bei DS ein, weil DS nur dann angezeigt wird, wenn auch DS-Ansicht angeklickt ist. Wenn es aber gar nicht angezeigt wird, dann kann es auch nicht angeklickt werden und dementsprechend wird es auch dann nicht angezeigt. In einem nächsten Schritt geht es jetzt darum, dass wir die einzelnen Items quasi auf Zufallsantworten einstellen und dafür kann man einen solch ähnlichen Code verwenden. Die Funktion Sample in R, wenn ich da 1 bis 5 eintrage, 1, dann liefert er mir zufällige Zahlen zwischen 1 bis 5 und einen Wert davon. Und wenn ich das mehrmals ausführe, kriege ich mal eine 2, eine 1, eine 4 und so weiter. Werte zwischen 1 und 5 will ich natürlich nur für Likert-Skalen haben. Die können natürlich auch zwischen 1 und 2 oder 1 und 7 stattfinden. In einem nächsten Schritt werde ich dann die Debug-Funktion erstmal in R programmieren, um zu testen, dass sie funktioniert. Dafür stelle ich D oder Debug erstmal auf 0 und 1, so wie ich es auch in Form R habe, und schaue mir dann an, ob er mir die Werte voreingibt, wie ich das fürs Debuggen brauche, oder ob er mir die Werte frei lässt, wie ich es für die echte Erhebung brauche. Jetzt habe ich aber erstmal
versucht die Excel-Tabelle in Form R zu importieren. Und dabei bin ich gleich in den ersten Fehler gelaufen. Das heißt also, meine Excel-Tabelle muss genauso heißen, wie auch meine Survey heißt. Dementsprechend habe ich die Excel-Tabelle umbenannt. Und dann klappt es jetzt auch mit dem Hochladen. Ein kleiner Test, dass die Umfrage auch so aussieht, wie sie zu diesem Stand aussehen soll. Und ja, sie sieht so aus. Es wurde sofort die zweite Seite angezeigt und nicht erst eine Willkommensseite. Schauen wir uns das Ganze mal in dem echten Modus an, den die Versuchspersonen sehen. Dann zeigt es sich, dass dort gleich eine Willkommensseite erscheint. Nachdem ich dann festgestellt habe, dass der Versuchspersonenmodus und auch mein R-Code funktioniert, kann ich den R-Code in die Excel-Tabelle übernehmen und dort in die Value-Spalte eintragen. Dabei muss ich natürlich aufpassen, dass meine Variablennamen genauso wie in der Excel-Tabelle heißen und nicht, wie ich sie in R vordefiniert hatte. Diesen R-Code übertrage ich dann auf alle relevanten Variablen. An dieser Stelle sehe ich jetzt, dass ich zufällige Antworten in meine Fragen eingetragen bekommen habe und kann quasi auf den Weiter-Button klicken. Auf der nächsten Seite habe ich noch keine Debugging-Variante eingetragen, dementsprechend ist die Seite leer. Ich könnte natürlich die eingebaute Monkey-Funktion von Form R nehmen, die liefert mir allerdings immer die letzte Option und es wird auch gleichzeitig der Weiter-Button gedrückt. Eventuell will ich das nicht, weil ich schon ein R-Skript auf den Daten schreiben will und wenn da keine Varianz in den Daten ist, dann macht es mir die Sache ein bisschen schwieriger. Daher kopiere ich jetzt quasi die Debugging-Funktion auch auf die nächsten Seiten, damit sie auch da dann vorhanden sind. Natürlich kann ich die zufälligen Antworten mit dem Monkey überschreiben. So, auf der letzten Seite erhebe ich die demografischen Daten. Dementsprechend brauche ich natürlich etwas andere Werte. Ich gehe auf das Blatt Choices, schaue nach, welche Varianten ich habe und sage, ich nehme dieselbe Funktion, lasse sie aber nicht zwischen 1 und 5 variieren, sondern beim Geschlecht zum Beispiel zwischen 1 und 4 und bei der Zustimmung zwischen 1 und 2. Die restlichen Zeilen der Excel-Tabelle lasse ich in Ruhe, weil da werden keine Werte mehr erhoben, sondern da werden nur Berechnungen durchgeführt, die ich nachher fürs Feedback brauche. Dieses gestalte ich aber erst im Run und nicht in der Survey. Jetzt noch ein kurzer Check, dass alles so funktioniert, wie es laufen soll. Die Backzeile hier unten hat durchaus ihre Vorteile, aber ich finde die eher im Run hilfreich, als dass sie in der Survey hilfreich ist. Aber natürlich kann man sich auch die Daten zum Beispiel mit der Lupe anschauen. Mehr Details bespreche ich daher erst in der Debugging-Variante für den Run. Jetzt noch ein kurzer Gegencheck, dass es auch in der Nicht-Debugging-Variante noch gut läuft. Das heißt also im Endeffekt jetzt nochmal
alles auf 0 stellen. Und voilà, die Debugging-Variante für die Survey ist fertig.